Diese Woche geht mit einem Jahr Verspätung der 65. Eurovision Song Contest über die Bühne. Pandemiebedingt konnte Vincent Bueno Österreich letztes Jahr nicht vertreten. Heuer bekommt er sozusagen seine zweite Chance. Der 35-jährige Wiener mit philippinischen Wurzeln singt Amen. Es ist ein nachdenklicher Song über Verlust und Abschied. Gefühle, die Vincent Bueno nicht fremd sind. Ein Porträt des Künstlers von Sabina Riedl. I'm leaving on a night jet. Don't know if I'll be back again. Leaving on a jet plane. Einmal am Bahnsteig Mama Cora drücken, dann geht's mit dem Zug nach Rotterdam, der Umwelt zuliebe. Einen neuen Song hat er auch im Gepäck. Nur er selbst steht zum zweiten Mal am Start. Ich habe es nicht für selbstverständlich genommen. Gerade weil viele Fernsehstationen von den verschiedensten Ländern andere Künstler und einen anderen Song nehmen konnten. Und dass mich der ORF wieder nimmt, wie gesagt, ich weiß, mir wurde gesagt, ich soll mich nicht so oft bedanken, aber ich werde es trotzdem tun, aus purer Sturheit. Voriges Jahr hätte er einen eigenen Song singen sollen. Für heuer hat man die nachdenkliche Popballade Amen mit Gospel-Zitaten ausgesucht. Wow! Oh my gosh! Erstes Umschauen in der gigantischen Ahoy Arena in Rotterdam. Zugelassen für 16.000 Menschen wird sie mit 3.500 Zuschauern besetzt sein. Amen ist weder religiös noch autobiografisch motiviert und stammt nicht aus seiner Feder. Sein Talent, sich auch in fremde Songs einzufühlen, wird gerne als profillos kritisiert. Ich weiß, es ist zwar, ja, der macht alles ein bisschen und der macht nicht wirklich etwas gescheit, ja, aber das finde ich super, dass es in der Musik keine Regeln gibt. Ich verstehe schon, dass Menschen ein Kasteldenken brauchen. Natürlich, wir brauchen alle ein bisschen eine Ordnung, ja, aber genau in der Kunst ist man ja frei, genau das zu durchleben und zu machen, was man gerade durchlebt. Und dann Amen ist zum Beispiel kein Song von mir selbst, sondern ein Song, der geschrieben worden ist, aber ich mache ihn zu meinem Song. Mit Anfeindungen hat Vincent Bueno schon früh im Leben Bekanntschaft gemacht. Seine Eltern kamen als Zuwanderer Ende der 70er Jahre von den Philippinen nach Österreich. 1978 ist meine Mutter nach Wien gezogen, als einer der ersten Krankenschwestern. Ja? Kein Klischee, ist es so. Und mein Vater ist dann Anfang 80er gekommen und als Musiker. Sie haben sich dann hier in Wien kennengelernt, im 1. Bezirk, wie mein Vater ein Gig hatte beim Chattanooga noch damals. Und ja, so ist das Leben hier entstanden. Sein Vater Toni ist sein Hero und Vorbild. Schon als Vorschulkind zieht Vincent auf die Bühne. Ich war halt dann immer der Michael Jackson. Und ich war immer so dieser Lückenfüller für all diese Geburtstagspartys. Meine Mutter hat dann auch mir so einen Michael Jackson-Anzug genäht selbst. Und ich wollte einfach, dass alle sich happy fühlen. Vincent ist gebürtiger Wiener, dennoch wird er schon im Kindergarten rassistisch gemobbt. Speziell als Asiate ist man gleich immer der Chinese. Das ist einmal fix. Man ist immer der Ching-Chang-Chong-Chinesen sind so dumm. Ich habe es erst in der Volksschule mitbekommen, wie böse diese Mobbings eigentlich waren. Ja? Und dann war ich einfach der Chinese, obwohl ich ein Filipino bin. Ja? Und es ist einfach speziell bis zur jetzigen Zeit habe ich mit einem passiven Rassismus immer umgehen gelernt. Ich habe es immer wieder so versucht zu ignorieren. Man sieht es ja auch global. Stop Asian Hate. Das ist ja jetzt durch die Pandemie
noch mehr geworden, dieser Hass gegen Asiaten. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass ich als asiatischer Österreicher, als philippinischer Österreicher eine Stimme bin. Is this what you wanted? Amen. Im Hotelzimmer in Rotterdam singt sich Vincent schon mal warm und gibt philippinischen Journalisten Interviews. Schon geil, oder? Oh, okay. You beat me in that, okay. Die kulturellen Unterschiede zwischen dem Inselstaat und Österreich sind so groß wie die geografische Entfernung. Das demonstriert er mit einem einzigen Satz in Tagalog. Hello po, ako po si Vincent Bueno. I-represent ko po ang Austria sa Eurovision Song Contest. Schau, wie sich auch meine Mimik gleich verändert. Ich bin auch gleich so... Weil das passt gar nicht, wenn ich so mache. Hello po, ako po si Vincent Bueno. Das passt gar nicht. Du musst humble. Seinen kometenhaften Aufstieg verdankt er einer Castingshow des ORF. Headaches, the heartaches, the backaches, the flops. The sheriff who escorts you out of town. Sag uns doch bitte endlich, wer gewonnen hat. Es ist Vincent. Er gewinnt 2008 Musical Die Show. Eine großartige, aber zweischneidige Erfahrung. Ich bin auch in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Das erste Mal in meinem Leben nach diesem Sieg. Vincent, der Musical-Star des Jahres. Vincent, ein Wort. Okay, danke. Und auf einmal nichts und keiner hat mich wirklich darauf vorbereitet. Die ganze Welt ist Bühne. Man wird einfach ins kalte Wasser geworfen und mit 21 im Einfluss von sehr viel Drogen damals, wo ich das nicht mehr unter Kontrolle hatte, war ich sehr depressiv und ich sage das auch immer wieder, ich war auch wirklich suizidgefährdet. Ich kann jetzt darüber lachen, aber es war nicht lustig damals. Eine Reise auf die Philippinen bringt den Wendepunkt. Er findet durch einen Freund zum Glauben und lernt seine Frau Charity Grace kennen. Die US-Amerikanerin mit philippinischen Wurzeln singt ebenfalls. Die beiden gründen eine Familie. Cassie ist 7, Christa Faith 2,5. Dann der schwere Schicksalsschlag. Als Charity vor 6 Jahren mit ihrer mittleren Tochter schwanger ist, wird bei dem Baby eine schwere Fehlbildung festgestellt. Die beiden müssen erfahren, dass das Baby nur wenige Stunden leben wird. Dennoch entscheiden sie sich, ihre Tochter Samantha auf die Welt zu bringen. Für Charity war es so, das ist mein Baby, ich will es sehen und ich will es auch begraben. Ich so, wow. Ich unterstütze dich bis zum Letzten. Und wir haben das Baby dann gesehen und hatten es 1,5 Stunden geliebt und es ist einfach nur eingeschlafen. Es ist einfach schön gewesen. Wenn er am 20. Mai in Rotterdam Amen anstimmt, wird er auch an seinen kleinen Engel denken. Was andere von ihm halten, wird ganz in den Hintergrund treten. Ich habe jetzt, ich glaube, die allerletzte Castingshow vor mir. Die größte meines Lebens. Was ist, wenn ich wirklich 40. werde? Dann will ich mich genauso freuen. Und das sage ich jetzt überhaupt nicht nur, um mir etwas einzureden, damit es gut im Fernsehen ist, sondern eher, weil alle, die vor mir waren, also mein Vater und dann noch sein Vater und alle Generationen vor mir, kann ich sagen, wow, ihr habt es bis hierher geschafft. So bleiben.